Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen beim Wetter. Ich war in der letzten Woche Skifahren mit ein paar Schweizern und das hieß nicht nur Après-Ski, sondern das hieß auch Freude über Pulverschnee. Es gab nämlich in den letzten Tagen und vor allem auch insgesamt in der letzten Woche jede Menge Neuschnee in den Alpen. Und für all diejenigen von Ihnen, die noch in die Skiferien fahren wollen, eine gute Nachricht: Diese Tiefdruckgebiete draußen auf dem Atlantik, so wie dieses, treffen auch immer wieder gegen die Alpen und bringen auch in den nächsten Tagen neue Schneemengen. Allerdings gibt es auch Schnee der nicht so feinen Art und den finden wir gerade auf den Straßen in Deutschland. Zum einen Schneefallgebiete nordöstlich der Elbe und zum anderen verbreitet in Hessen, in Thüringen, im Süden Sachsens und ganz besonders in Baden-Württemberg und in Bayern. Und besonders in Bayern und auch im Süden Thüringens, hier vom Thüringer Wald bis zum Frankenwald und auch noch im Hochschwarzwald und auf der Alp bestehen jetzt aktuell verbreitet Schneewehungsgefahren. Was soll ich da alles sagen? Die Straßen werden schneeweiß und glatt sein und es wird hier kräftig weiter stürmen und schneien. Aus Westen wird es allerdings milder. Der Schneefall geht zumindest im Flachland allmählich in Regen über. Heute Nachmittag dann verbreitet Regen, besonders in der Südhälfte am Nachmittag, dann nur noch im Bayerischen Wald und im Hocherzgebirge dort etwas Schnee. Und dann allerdings in der kommenden Nacht, heute Abend, kann es dann nordöstlich der Elbe erneut anfangen zu schneien. Dort dann vor allem also in der kommenden Nacht noch einmal die Möglichkeit von weißen Straßen. Morgen noch ein anderes Thema. Im Nordwesten Deutschlands kommt Orkan heran. Hier gibt es sehr schwere Sturmböen. Zunächst erstmal zurück nach Köln. Und wer präsentierte das Wetter, hä? Ricola! Bischof Kamphaus Ja? vom Bistum Limburg war der Einzige, der noch Beratungsscheine für schwangere Frauen ausgestellt hat. Ja, hab ich Der Papst will das jetzt unterbinden. Was sagen Sie dazu? Finde ich nicht gut. Denn die Kirche hatte ja immerhin die Chance, also diesen Frauen zu helfen durch diese Scheine. Das halte ich nicht für gut. Denn er hat es ja auch genau begründet, dass er immerhin auch auf diese Weise noch Leben retten könnte. Ich halte das für bescheuert. Ja, selbstverständlich ist die katholische Kirche in der Verantwortung. Auch evangelische, jede Kirche oder jedes Glauben können die Leute nicht alleine lassen. Wohin sollen wir Frauen uns denn noch wenden, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Ich finde schon, dass diese Scheine ausgestellt werden sollten. Na, die Beratung wollen Sie ja immer noch machen, aber Sie wollen keine Scheine mehr ausstellen. Ja, dann nützt die Beratung ja auch nicht viel, oder? Für viele Katholiken zählte Bischof Kamphaus aus Limburg zu den Aufrechten. Eigentlich der letzte Aufrechte unter den deutschen Bischöfen, die sich dem Druck von Rom nicht gebeugt hatten. Und für diese Woche erwartet man, dass Rom eine klare Aussage darüber machen wird, was jetzt mit Bischof Kamphaus zu geschehen hat. Und da ist das Spektrum nicht sehr breit. Es reicht von einer möglicherweise vielleicht in frühzeitigen Ruhestandversetzung bis hin, dass man ihm einen Koadjutor, lateinisches Wort, also jemanden an die Seite stellt, der dann auch im Bistum Limburg dafür sorgt, dass in Sachen § 218 und katholische Beratung der Schein in Zukunft nicht mehr ausgegeben würde. Ein Thema, das uns heute aus aktuellem Anlass um 8:30 als Thema des Tages noch beschäftigen wird. Wenn es ein Thema des Wochenendes gegeben hat, dann war es wohl die Bekanntgabe, wie der Metro Rapid finanziert werden soll. Das war Akt 1, bekannt gegeben am vergangenen Samstag. Und da freute sich die eine Landesregierung, die in NRW, die andere ballte die Fäuste, die in Bayern. Und die Grünen in Nordrhein-Westfalen, die freuten sich nicht so recht mit ihrem Landesvater, mit dem SPD-Ministerpräsidenten Clement mit, sondern äußerten Skepsis. Manchmal helfen Absprachen, um größeren Schaden zu vermeiden, auch bei den Grünen. Beim Landesparteirat in Oberhausen hatte sich die grüne Fraktionsspitze mit der Basis noch kurz vor Sitzungsbeginn geeinigt. Kein Antrag mehr auf Stopp des Metro Rapid. Und am Ende zeigten sie dann hier doch noch Geschlossenheit. Die grüne Fraktion darf die 24 Millionen Euro für die weitere Planung des Hightech-Projektes bewilligen. Das sei aber noch lange kein endgültiges Ja, so der Landeschef. Im Antrag des Landesvorstandes steht ganz klar, wir werden uns nicht daran beteiligen, offenkundige Schwächen des Metro-Rapid-Projektes schönzureden. Wir werden, wie bisher, sachlich und kritisch prüfen, Schwachpunkte offen ansprechen und klären. Ein Nein des grünen Landesparteirats zum Metro Rapid, es hätte den Bruch der Regierungskoalition in Düsseldorf bedeutet. Und das vermutlich auch mit Folgen für Rot-Grün in Berlin. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen, sie müssen Farbe bekennen, denn das Regierungsbündnis steht auf dem Spiel. Es geht auch um eine strategische Entscheidung in unserer Koalitionspolitik. Das muss heute jeder und jedem hier im Raum klar sein. Gemeint ist die FDP, die sofort in die Bresche der Grünen springen würde. Viel Zeit zum Überlegen bleibt nicht.
Bis spätestens 2006 soll der Hightech-Zug fahren und der Metro Rapid ist in Nordrhein-Westfalen Chefsache. Ich werde eine Regierungserklärung abgeben und dann läuft dieses Projekt. Ich möchte gerne einmal erleben, dass ein hohes, außerordentlich anspruchsvolles Industrieprojekt in Deutschland tatsächlich zügig realisiert wird. Das ist unser Ehrgeiz. Die Regierungserklärung will Clement noch diese Woche abgeben. Und darauf freut sich besonders die FDP, denn die geplante Metro-Rapid-Anleihe in Höhe von 571 Millionen Euro müsste vom Land abgesichert werden. Und das ist strikt gegen den rot-grünen Koalitionsvertrag im Düsseldorfer Landtag. Für viele Deutsche ist es ein unwürdiger Streit. Wieder einmal geht es um das Thema Zwangsarbeiterentschädigung. Nachdem es vor 1,5 Jahren nach wirklich zähen Verhandlungen gelungen war, die deutsche Wirtschaft zu verpflichten, 2,56 Milliarden Euro in die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, aus der die NS-Zwangsarbeiter entschädigt werden, einzuzahlen, gibt es jetzt einen neuen Streit, und zwar geht der um die Zinsen. Die deutsche Wirtschaft muss Zinsen ebenfalls an die Stiftung zahlen. Wie viel? Darüber wird jetzt gestritten. Und wenn die deutsche Wirtschaft sich da in dieser Frage nicht schnell bewegt, dann droht eine neue Sammelklage, eine Zwangsarbeiter-Sammelklage in den USA, heute oder morgen. Die höchste zivile Auszeichnung der Republik Polen für Michael Hausfeld. Die Medaille im Büro des Washingtoner Anwalts, ein Dankeschön des polnischen Präsidenten und Erinnerung an den Erfolg vom Sommer 2000. Nach der Einigung mit der deutschen Wirtschaft hatte auch Hausfeld seine Klage zurückgezogen. Jetzt, 1,5 Jahre später, ist die Freude über den Durchbruch von damals verflogen. Hausfeld will wieder vor Gericht ziehen. Es geht um die Zinseinnahmen und um weitere Gelder, die die Wirtschaft zurückhält. Unsere Berechnungen haben ergeben, dass sich die Summe auf insgesamt fast 1 Milliarde Mark beläuft. Geld, das den ehemaligen Zwangsarbeitern zusteht, behauptet Hausfeld. Er fordert von der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft, sie solle ihre Bücher offenlegen, Auskunft geben, vor allem über ihre Zinseinnahmen. Im Jahr 2000 hatten die Beteiligten in Washington ausgehandelt, Bundesregierung und Industrie zahlen je 5 Milliarden Mark in den Entschädigungsfonds ein. Außerdem die mit dem Vermögen erwirtschafteten Zinsen in Höhe von mindestens 100 Millionen Mark. Diesen Mindestbetrag hat die Wirtschaft zwar überwiesen, doch wie hoch ihre Zinseinnahmen tatsächlich sind, will sie bisher nicht sagen. Eine Krisensitzung in der vergangenen Woche in Berlin brachte keine Einigung. Die Vertreter der Wirtschaft versprachen mehr Transparenz, nicht aber mehr Geld. Das reicht nicht, meint Hausfeld. Ich denke, dass die Opfer von der deutschen Wirtschaft betrogen werden. Wir haben über ein halbes Jahr immer wieder versucht, in Gesprächen zu klären, welche Zinseinnahmen es tatsächlich gibt und welche Gelder einbehalten werden. Aber die Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft stellt sich einfach hin und sagt, das alles geht euch nichts an. Das ist bedauerlich und es ist tragisch, dass es wieder so weit gekommen ist, aber die Wirtschaft lässt uns keine Wahl. Die Klageschrift steht. Michael Hausfeld meint es ernst. Noch in dieser Woche will er sie in den USA einreichen. Über die Diskussion zum Verbotsantrag gegen die NPD und über die V-Leute-Diskussion ist schon fast in Vergessenheit geraten, dass es diese Partei höchst realistisch in unserer Republik gibt, und zwar nicht nur bestehend aus V-Leuten. Die NPD sucht zum Beispiel in der Pfalz fieberhaft nach neuen Schulungszentren, in denen sie ihren eigenen Parteinachwuchs ausbilden kann. Und das Einzige, was dagegen im Augenblick hilft, ist nicht etwa Karlsruhe und ein Urteilsspruch zum Verbot, sondern der Widerstand von Menschen, die sich Demokraten nennen. Ein Dorf im Polizeigewahrsam. Kontrollen auf Sorge vor gewaltbereiten Demonstranten. Im Ort protestieren die Nussbacher gegen ihre neuen Nachbarn. Die NPD will sich in der 770-Seelengemeinde breit machen und in dieser früheren Pizzeria ein Haus der nationalen Jugend einrichten. Die Skinhead-Schmiede, keine schöne Vorstellung für die Anwohner. Ich will darstellen, dass wir also gegen die rechte Gewalt sind. Die sollen keine Chance haben, hier in Nussbach Fuß zu fassen. Also mich stört es allgemein, dass die sich irgendwo ansiedelt. Und egal, ob das jetzt in Nussbach ist oder in Becherbach oder in Rockenhausen oder sonst wo. Also das muss nicht sein, dass die hier ein Forum kriegen. Die suchen halt eine feste Bleibe, sei es in Nussbach oder woanders. Und von daher wollen sie einfach Fuß fassen in der Pfalz, das ist bekannt. Und da muss man was gegen tun. Ein Schulungszentrum in der Provinz aufzubauen, versucht die NPD schon länger.
Die Gaststätte Lochmühle im benachbarten Donnersbergkreis hatten die Rechten auch schon im Visier. Doch bevor die Partei das Anwesen kaufen konnte, erwarb die Kreissparkasse das Haus. Genau das haben Kreis Kusel und Sparkasse nun auch im Fall Nussbach getan. Die NPD hat zwar noch einen Mietvertrag, doch der ist bereits gekündigt. Trotzdem gab es gestern eine NPD-Veranstaltung mit nationaltümelndem Liedgut. Deutschland, wir lieben dich. Denn von Bürgerdemos und Kündigungen lassen sich die Kameraden nicht den nationalen Schneid abkaufen. Wir haben eine ganze Reihe von Angeboten. Wir werden nächste Woche noch weitere Objekte unter die Lupe nehmen und schauen, ob da was Geeignetes bei ist. Auch der Landrat hat keine Illusionen. Die NPD wird versuchen, sicherlich anderswo Objekte zu bekommen. Deshalb muss man Kommunalpolitiker und Bürgerinnen und Bürger auch sonst wo im Lande oder auch außerhalb von Rheinland-Pfalz aufrufen, eben nicht an jedweden zu verkaufen, sondern hier doch auch Verantwortung zu zeigen. Was sie von den Rechten halten, haben die Nussbacher jedenfalls ziemlich deutlich gemacht. In die Übernahmepläne des Gasversorgers